wie hat das Stück begonnen? Also, beim Komponieren meinst du? Ja. Also, als die Idee, eine Ballade zu schreiben. Eine Ballade, die jetzt nicht eine Geschichte erzählt, die man in Worten erzählen würde, sondern eine Geschichte, die in Tönen erzählt ist. Ein Anfangsmotiv, dieses was passiert mit sowas? Das kann im Untergrund sein, das kann ein bisschen Unruhe erzeugen, das kann aufregend werden, das kann plötzlich im Vordergrund sich spielen, kann ganz oben plötzlich verschwinden und dann ist es wieder da. Also das ist das eine oder ein relativ am Anfang auch ein Zweitonmotiv. Badam, badam. Was passiert mit sowas? Ja? Es kann auch ein Glissando daraus werden. Bim, bim. Es kann eine Melodie daraus werden, eine Tonleiter. Bam, 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 bim. Also das sind die Geschichten, die dieses Stück erzählt. Die Geschichten in Tönen. Stimmt, weil du hast eigentlich diesen großen Bogen von dieser Geschichte, die niemals ausgesprochen wird, aber dann auch diese kleinen Geschichten innerhalb der Töne. Also wie du sagst, es beginnt aus Zweitonfiguren, die dann größer werden, aber wieder zurückgehen. Aber wie schreibst du eine Geschichte, die keine Geschichte hat? Also was passiert da? Oder wie hast du sie aufgebaut als Erzähler? Als etwas, was sich in der Zeit entfaltet. Alle Geschichten haben einen Anfang, einen Verlauf und ein Ende. Und vor jeder Geschichte ist ja auch was passiert, was die Geschichte auslöst. Und wenn eine Geschichte zu Ende ist, ist vielleicht die Geschichte zu Ende, aber die Zeit geht weiter und die Geschichte bewirkt etwas für die Zeit nach der Geschichte. Und in dieser Geschichte passieren lauter Kleinigkeiten, die sich zu einem großen ergeben. Das ist, wie wir das leben und wie wir das Raumzeitkontinuum, um es hochtrabend zu formulieren, erleben. Es gibt einen Rahmen, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, es kommt Frühling, es kommt Herbst, aber jeder Frühling ist unterschiedlich, jeder Herbst ist unterschiedlich, jeder Tag ist unterschiedlich, jede Stunde ist unterschiedlich. In diesem allgemeinen Rahmen passieren lauter Besonderheiten, passiert das Individuelle. Ja. Und so ist es in einer Geschichte. Es passen hoffentlich alle Takte zusammen zu einem Ganzen, aber es ist kein Takt wie der andere. Und wenn das wäre, dann wäre es doch unterschiedlich, weil das davor und das danach wieder unterschiedlich ist. Und somit erleben wir selbst das, was wir zum zweiten und zum dritten Mal erleben, immer unterschiedlich und ein Musikstück auch. Wenn etwas verändert wiederkommt, ist es verändert. Wenn das gleich wieder kommt, ich glaube, mit dem Stück kommt kaum etwas gleich wieder, aber wenn etwas gleich wieder käme, würden wir es anders wieder erleben. Und diese Aufeinanderfolge von Momenten, die sich aufeinander beziehen, in dem, was davor war, in dem, was danach kommen wird, ergeben diesen Bogen, der, wenn es gelingt, das Ganze zusammenfasst, wo man nachher das Gefühl hat, ja, das ist jetzt eine Erzählung. Und weil du gesagt hast, es passiert ja auch immer vor der Erzählung etwas, das die Erzählung in Gang setzt. Wieso hast du beschlossen, du schreibst eine Ballade? Was war dein davor? Das ist eine lustige Sache. Ich kann mich erinnern, wir haben einmal geredet, dass ich ein Stück für dich schreiben möchte und ich war sehr froh, dass du gesagt hast, ja, machen wir das. Und das war ein eher intimes Stück, eine Elegie, die mir recht gut gefallen hat. Ich habe sie auch geschickt und dann kam Corona und dann war nichts. Und irgendwann, 1 oder 2 Jahre später, hast du gesagt, ja, jetzt wäre wieder Zeit, jetzt könnten wir wieder Kurse oder was auch immer machen. Und dann habe ich mir diese Elegie angeschaut und ja, ein schönes Stück, ich habe ein bisschen dran verbessert. Aber dann habe ich gedacht, eigentlich würde ich gern wieder was Neues schreiben. Das ist offenbar durch diese Zeit, diese seltsame Zeit Corona, wir alle haben das wahrscheinlich unterschiedlich erlebt, aber für mich war es wie für die allermeisten eher seltsam, hat für mich bewegt, so ich möchte jetzt was Neues schreiben und habe dann diese Ballade geschrieben, die mit der Elegie gar nichts zu tun hat. Das stimmt, ja. Ediert sind die beiden Stücke, also wäre meine Idee, dass man sie zusammen ediert, aber sie sind jetzt 2 einzelne Stücke, die man zusammen oder hintereinander aufführen kann. Und die Ballade ist ein Kontraststück dazu. Ja, das stimmt. Und wie war das für dich jetzt, für Harfe zu schreiben? Also die Ballade war ja streng genommen dann nicht das erste Stück, das du für Harfe geschrieben hast. Und natürlich eben deine persönliche Wahrnehmung insgesamt oder von Musik hat sich in der Zeit verändert und das Stück hat sich verändert, als du die Elegie gesehen hast. Aber wie nimmst du Harfe wahr? Hat sich das jetzt auch nochmal verändert, wo wir jetzt nach Jahren wieder über das Stück gesprochen haben? Ja, Harfe ist
ein tolles Instrument und ein schwieriges Instrument, also zum Zuhören gar nicht, aber zum Komponieren aus den bekannten Gründen mit diesen 7 Saiten, die man verstimmen kann aber nur pro Oktav. Also fürs Komponieren ein bisschen sperrig, aber wenn man den richtigen Zugang findet, dann irgendwann dann so, jetzt geht's auf. Das ist das Spannende beim Komponieren, egal für welches Instrument. Es gibt immer dieses Wechselspiel zwischen dem, was einem spontan einfällt und dem, wie das Instrument darauf reagiert. Wenn ich es spielen kann, Klavier oder Flöte, dann kann ich das unmittelbar erleben. Wenn ich es nicht spielen kann, kann ich es mir nur vorstellen. Und dann passiert es natürlich immer oder fast immer, dass an dem Stück, wenn es fertig ist, dann Zusammenarbeit mit dir in dem Fall gefeilt wird. Ja. Das gehört dann dazu. Aber was für mich ganz spannend war, also weil das halt eins der Werke dieses Albums ist, das älter ist, also viele von denen sind halt wirklich akut neu aus 24, das nach so vielen Jahren oder doch einigen Jahren wieder in die Finger zu bekommen und zu schauen, dass es sich doch immer noch richtig angefühlt hat. Das fand ich toll. Das ist ein Kompliment an dein Hafenverständnis. Freut mich zu hören. Es ist einfach auch als Zuhörer die Liebe zu dem Instrument. Harfe ist ein Instrument, dem man gar nicht allzu oft begegnet, außer man ist Harfenistin. Und wenn, dann hat mir das immer sehr, also imponiert ist das falsche Wort. Es geht zu Herzen, weil die Töne verklingen, werden selten, aber doch manchmal auch abgedämpft, aber oft gar nicht. Sie bleiben also entschweben im Raum bis zu einem Niente und es ist so ein attrahierender Klang, auch weil es nicht so laut ist. Wenn etwas nicht so laut ist, macht man die Ohren groß. Also ich kann mich nur erinnern an den schönen Auftritt im Brahms-Saal mit dem Konzert von dem Paris Alvas. Auch ein unbekannter Komponist außer unter Hafenisten. Das hat auch den Raum irgendwie bezaubert. Aber ich finde, das merkt man auch am Stück. Also bei deinem Stück, du nutzt es wirklich, das Instrument von ganz unten bis ganz oben und in ganz unterschiedlichen Arten. Also dass du zum Teil auch dieses Nachklingen und dieses Verschwimmen ausnützt für eine Aussage und nicht sagst, ja, aber das verschwimmt und das ist schrecklich, sondern du sagst, okay, es verschwimmt und das mache ich mir zu Nutzen für meine Aussage. Eben, es gibt natürlich Momente, wo der Klang schnell weg sein muss, aber zum Beispiel dieses Anfangsmotiv, dieses Motiv kann man es nicht, diese Anfangsbewegung, wenn man das am Klavier spielen würde, würde man es am liebsten voll mit Pedal spielen, aber dann verschwimmt es zu sehr. Ja. Wenn man es ohne Pedal spielt, ist es zu konkret. Ja. Und auf der Harfe ist es perfekt. Es verschwimmt so ein bisschen, ist nicht zu konkret, aber man hört trotzdem alle einzelnen Töne. Überhaupt dieses Register der Harfe, diese unterschiedlichen Register, die machen ja auch was aus. Die sprechen unterschiedliche, weiß nicht, Regionen im Gehirn, jedenfalls im Herzen an. Der Mensch hört ja allgemein die Musik mit denselben Ohren und mit denselben Gefühlen wie der Mensch vor zigtausend Jahren, der in der Savanne gelebt hat. Und tiefe Klänge sind ein großes Tier, hohe Klänge ist ein kleiner Vogel. Das eine löst ein bisschen so, da muss man aufpassen. Ja. Ein tiefes Gebrummt, das ist halt ein Löwe oder sowas. Was Hohes kann auch was Gefährliches sein, kann Zischeln einer Schlange sein, aber es löst etwas anderes aus. Ja. Und laut und leise, hoch und tief, das sind alles solche Parameter, die ganz tief verwurzelt sind in, was weiß ich, Stammhirn oder so. Also und das ist ja dann das eine, was die Musik ausmacht und den Klang des Instrumentes, und das andere dann, wie jetzt die Töne angeordnet sind. Das geht dann mehr in Richtung Großhirn. Und beides hat zum Beispiel in dem Stück Bedeutung. Die tiefen und die hohen Lagen, die lauten und die leisen Stellen, aber auch diese rhythmischen und metrischen Verschachtelungen. Wenn man da in der einen Hand einen Viervierteltakt spielt, gleichzeitig in der anderen Hand einen Dreiachteltakt und das Gehirn dann sich das zusammensetzen muss, das ist wie ein Puzzle oder wie ein mathematisches Rätsel. Und das Gehirn freut sich, 4 mal 3, die eine Figur 4-mal, die andere 3-mal und das geht sie wieder aus. Wunderschön. Ne? Ja. Das ist das, was das Gemüt ja auch erfreut. Da ist ja das ein ständiges Wechselspiel zwischen dem Verstand und dem Unbewussten oder Unterbewussten oder eben Unbewussten. Und das reagiert aufeinander. Aber heißt das, du sagst auch, dass das Instrument vielleicht schon das Genre
vorgibt irgendwie oder auch inspiriert, was man dafür schreibt? Sicher. Also ich habe, wie gesagt, ich bin ja auch, habe auch mal Flöte studiert und spiele auch immer wieder noch. Ich habe nie eine Ballade für Flöte solo geschrieben. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Und wenn ich eine schreiben würde, wäre sie sicher ein anderes Stück Ja. als diese Hafenballade. Ich habe schon Balladen für Orchester geschrieben und für Klavier. Da ist es auch naheliegend, da haben auch alles Mögliche. Für Flöte habe ich auch schon viel geschrieben, auch für Soloflöte, aber noch nie eine Ballade. Und es wäre mir auch noch nicht in den Sinn gekommen. Aber wer weiß, vielleicht mag ich es. Vielleicht morgen dann. Ja, richtig.